Guten Tag, meine Damen und Herren, hier geht es um Autismus. Und heute um den überkonkreten Sprachgebrauch in Bezug auf Sexualität. Was hat denn das nun miteinander zu tun, werden Sie sich vielleicht fragen. Vielleicht erinnern Sie sich an einen Film, den ich schon vor ein paar Jahren gedreht habe, in dem ich erklärt habe, dass Menschen im Autismus-Spektrum tendenziell Sprache eher wörtlich verstehen. Konkretistisch oder überkonkret sagt man auch dazu. Das bedeutet, sie haben Schwierigkeiten zwischen den Zeilen zu lesen und auch Sprachbilder oder Metaphern zu verstehen. Zum Beispiel, hast du Tomaten auf den Augen? Unsere Kommunikation im gesamten Bereich der Sexualität ist nun sehr metaphernreich, sehr blumig. Wir umschreiben sehr viel, wir neurotypischen Menschen. Wir verwenden in der Kommunikation untereinander selten Fachtermini. Das ergibt ein Problem für Menschen im Autismus-Spektrum. Sie verstehen nämlich oftmals gar nicht, worum es geht. Diese Verständnisschwierigkeit kann bis zu einer Gefährdung für Missbrauch reichen, weil es sein kann, dass die oder der Gesprächspartner, der neurotypisch ist und denkt, er hat jetzt ganz klar kommuniziert, worum es geht, seinen Gesprächspartner im Autismus-Spektrum nicht erreicht, weil die oder der gar nicht versteht, was hier gemeint ist. Auf der anderen Seite entgehen Menschen im Autismus-Spektrum auch wichtige Informationen, weil sie manchmal gar nicht verstehen, worüber wir neurotypischen Menschen reden. Es wäre also sinnvoll, Menschen im Autismus-Spektrum auch einige der wichtigsten und geläufigsten Metaphern und Redewendungen zu erklären, auch wenn das natürlich nicht vollständig sein wird. Denn zu jeder Zeit entstehen wahrscheinlich auf jedem Schulhof, in jeder Pause, neue Metaphern und Redewendungen, mit denen der Geschlechtsakt umschrieben wird. Neurotypische Menschen haben das Glück, aus dem Kontext, also aus dem Gesprächszusammenhang, zu erschließen, worum es hier geht. Das genau fällt Menschen im Autismus-Spektrum sehr schwer. Wir können ihnen also helfen, wenn wir bestimmte Redewendungen, Metaphern, Sprachbilder erläutern. Die Schwierigkeit mit der überkonkreten Sprache sind natürlich individuell sehr unterschiedlich, denn Sie wissen, nichts ist unmöglich, Autismus.